kurz vor Woburn Abbey landen. Die drei Männer wissen, dass der britische Außenminister Anthony Eden 2 Tage später genau auf dieser Strecke nach Woburn Abbey fahren wird, um an den dort stattfindenden Wochenendberatungen teilzunehmen. Ihr Auftrag lautet, Anthony Eden zu kidnappen und gegen Rudolf Heß auszutauschen. Die Dokumente belegen eindeutig, dass diese Männer Eden kidnappen und ihn als Geisel nehmen sollten, um von ihm zu erfahren, ob diese Friedensfraktion wirklich bereit sei, gegen Churchill vorzugehen oder ob es sich um eine Finte handle. Das Gelände rund um Woburn Abbey ist jedoch gut einzusehen. Das britische Militär hat zudem alle Bauern auf der Insel aufgefordert, verdächtige Personen sofort zu melden. Die 3 deutschen Agenten werden entdeckt und gefangen genommen. Die geplante Entführung Edens wird vereitelt. Der Tower von London, das berühmt-berüchtigte Gefängnis der englischen Könige, in dem schon im Mittelalter oppositionelle und politische Gefangene hingerichtet wurden. Da die 3 deutschen Agenten nicht bereit waren, sich umdrehen zu lassen und für die britische Seite zu arbeiten, wurden sie auf Veranlassung des Geheimdienstes ohne jedes weitere Verfahren im Tower erschossen. Heute weiß man, dass das Angebot zum Frieden, mit dem Heß nach England geflogen war, von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Heß selbst verbrachte die letzten 4 Jahrzehnte seines Lebens im Gefängnis. Die britischen Akten zum Fall Heß sind immer noch auf Jahrzehnte gesperrt. Diese zum Beispiel bis 2019. Heß, auf diesem Foto noch mit den Fliegerstiefeln, die er während des Englandfluges trug, wurde während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse monatelang verhört. Sein Flug durfte dabei allerdings auf Befehl der Briten nicht erwähnt werden. Ein weitgehend unbeachtetes Dokument aus dem Nürnberger Verfahren belegt, dass Heß am 9. Juni 1941, also nur wenige Wochen nach seiner gescheiterten Mission vom 10. Mai, mit dem britischen Lordkanzler Simon ausführlich über einen 4-Punkte-Friedensplan Hitlers und die Grundlagen für einen Verständigungsfrieden diskutierte. Heß hielt Lord Simon für einen Vertreter der Friedenspartei und trug ihm deshalb die Friedensvorstellungen Hitlers offen vor. Was Heß nicht wissen konnte, das Gespräch war ebenso wie die Entlassung von Vansittart nur ein Täuschungsmanöver. Einzig dem Ziel verpflichtet, die Deutschen glauben zu machen, dass die antideutsche Fraktion in der englischen Regierung schwächer würde. Der Hartschimmelhof am Ammersee bei München, Stammsitz der Familie Haushofer. Hier wohnten Professor Karl und Martha Haushofer mit ihrem Sohn Albrecht. Sie waren in alle Überlegungen von Rudolf Heß eingeweiht, kannten genau Inhalte und Hintergründe seines mysteriösen Englandfluges. Wichtige Zeugen, die den Engländern im Verlaufe des Nürnberger Prozesses unter Umständen gefährlich werden könnten. Besonders brisant, die Haushofers besaßen Durchschriften sämtlicher Briefe von Heß an seine englischen Gesprächspartner. Kein Wunder, dass am 10. März 1946, kurz bevor Karl Haushofer als Zeuge in Nürnberg aussagen sollte, der britische Geheimdienst am Hartschimmelhof erschien, mitten in der amerikanischen Besatzungszone. Nach diesem Besuch waren Karl Haushofer und seine Frau Martha tot. Dies ist der Ort, an dem die Leichen des Ehepaars mitten im Wald und in erheblicher Entfernung zum eigenen Anwesen gefunden wurden. Die beiden britischen Geheimdienstler waren die letzten, die das Ehepaar Haushofer lebend sahen. Ein Gedenkstein erinnert noch heute an den grausigen Fund, den der zweite Sohn Heinz Haushofer am 12. März 1946 machen musste. Die letzte Ruhestätte des Ehepaars Haushofer auf ihrem oberbayerischen Anwesen. Karl und Martha Haushofer liegen hier neben ihrem in deutscher Haft wenige Tage vor Kriegsende erschossenen Sohn Albrecht. Im Hartschimmelhof selbst fand sich dieser Abschiedsbrief von Karl Haushofer, der auf einen Selbstmord hinweist. Doch er gibt Rätsel auf. Der einseitige Brief ist 4-mal unterbrochen und jeweils mit anderer Tinte und Feder fortgeführt worden. Außerdem fehlt eine Datierung. Noch merkwürdiger ist eine Skizze, die wohl wegen der großen Entfernung vom Haus und der abgelegenen, fast versteckten Stelle mitten im Wald angefertigt wurde
und die dem überlebenden Sohn Heinz den Weg zu den Leichen seiner Eltern weisen sollte. Diese Skizze soll von Martha Haushofer angefertigt worden sein. Die Schrift auf der Karte weist allerdings keinerlei Ähnlichkeit mit der Handschrift Martha Haushofers auf, wie der Vergleich mit ihrem Tagebuch belegt. Die Buchstaben zeigen vielmehr eine frappante Ähnlichkeit mit der Typografie von Angloamerikanern. Die Zeichnung selbst ist ausgesprochen laienhaft. Angesichts der zeichnerischen Qualität der Bebilderung des Tagebuchs der Haushofers, die Frau Haushofer oblag, ist es nur schwer vorstellbar, dass diese Zeichnung von gleicher Hand erstellt wurde. Die beiden Geheimdienstagenten, die die Haushofers besucht und als letzte lebend gesehen haben, schrieben unmittelbar nach ihrer Rückkehr ihrem Auftraggeber, Sir Ivan Kirkpatrick, dem späteren britischen Hochkommissar für Deutschland und dem Mann, der Rudolf Heß nach seinem gescheiterten Flug verhört hatte, folgenden Vermerk: Entsprechend ihrer Instruktionen vom 8. März wurde K. Haushofer am 10. März aufgesucht. Am 10. März, dem Todestag des Ehepaars. Im Verhör stellte sich heraus, dass der Herr über das in Frage stehende Problem nichts weiter wusste. In Beantwortung unserer Instruktionen teilen wir Ihnen mit, dass das Problem, das diesen Mann und das IMT betrifft, jetzt aus dem Weg geräumt wurde. Aus dem Weg geräumt. Nur eine sprachliche Entgleisung? Ob Selbstmord oder Mord, einen letzten Beweis für die eine oder andere These wird es wohl nie geben. Fakt ist, im Nürnberger Prozess konnte Karl Haushofer Rudolf Heß nicht mehr entlasten. Verhandlung im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Heß simulierte einen Gedächtnisverlust. Schließlich bin ich dann also nach Nürnberg gekommen und da wurde ich gefragt, ob ich bereit bin, ihm gegenübergestellt zu werden. Dann habe ich gedacht, ja, selbstverständlich bin ich bereit. Ich wusste ja nun schon, von wie ich noch draußen war bei der Frau Heß, wusste ich von den Briefen, die sie gekriegt hat, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Er spiele, das hat er ja später gesagt. Ich habe dann gesagt, ich weiß, Sie kennen mich nicht, Sie haben Ihr Gedächtnis verloren. Ich war Ihre Sekretärin und ich habe auch vor kurzem Ihre Frau gesehen, es geht ihr gut und ein Büble auch. Ich habe aus den Augen und aus der Stimme, habe ich irgendwie im Innern so wie ein kleines Gefühl gehabt. Er ist der Alte. Inge Ordemann, eine weitere Sekretärin von Heß, erinnert sich an die Phase des Gedächtnisverlustes. Dann wurde er weggebracht und stand er auf und klopfte mich auf die Schulter und sagte, haben Sie keine Angst, ich bekomme mein Gedächtnis wieder. Und da wusste ich sofort, da hat es simuliert nur, nicht? Um vorzubeugen, dass ich für verhandlungsunfähig erklärt werde, obwohl ich an den weiteren Verhandlungen teilzunehmen und mit meinen Kameraden zusammen das Urteil zu empfangen wünsche, gebe ich dem Gericht nachfolgende Erklärung ab, obwohl ich sie ursprünglich erst zu einem späteren Zeitpunkt des Prozesses abgeben wollte. Ab nunmehr steht mein Gedächtnis auch nach außen hin wieder zur Verfügung. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. Als Heß in der Feste Berlin-Spandau seine lebenslange Haftstrafe antrat, waren alle Spuren beseitigt und die Mitwisser seines Englandfluges nicht mehr am Leben. Rudolf Heß, der Gefangene Nummer 7, der letzte deutsche Mitwisser der wahren Hintergründe seines Fluges, saß 4 Jahrzehnte, davon 20 Jahre in Einzelhaft, im Gefängnis in Spandau. Verbotene Filmaufnahmen zeigen ihn im Inneren des Gefängnisses. Das Fenster zum Gefängnishof. Der Gefangene Nummer 7 in seiner Gefängniszelle vor einer großen Karte mit den Gestirnen. Bislang nie gezeigte Filmaufnahmen.
Trotz aller Verbote gelang es, die um Hess gezogene Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Der amerikanische Gefängnisdirektor in Spandau, Eugene Byrd, gewann das Vertrauen von Hess. Ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Eugene Byrd wurde zu Hess' ständigem Gesprächspartner. Rudolf Hess übergab Byrd ein bislang unbekanntes Handschreiben, datiert vom 20. September 1971, in dem er die Hintergründe seines Englandfluges zusammenfasste. Darin bestätigt Hess, dass es sein Ziel war, durch einen Frieden mit England eine schnellstmögliche Beendigung des Krieges zu erreichen. Gegen Ende seines Lebens schenkte Hess einem zweiten Fremden sein Vertrauen, seinem tunesischen Krankenpfleger Abdullah Melaoui. Unsere Verhältnisse zwischen Patient und Krankenpfleger, da hat sich sehr gut Kontakt, weil ich glaube, die Welt, die wissen das nicht so viel, weil Rudolf Hess spricht Arabisch. Und das erste Mal sage ich auch solche Sachen. Quasi Deutsch, und dann, wenn wir das ist auch ein bisschen privat unterhalten, ich versuche so intensiv mit ihm Kontakt zu haben, rede ich mit ihm Arabisch und er kann sehr gut ägyptische Arabisch. Und das ist, was mich sehr so erfreut. Das Verhältnis zwischen Mallory und Hess war, kann man sagen, wie ein Vater-Sohn-Verhältnis. Man muss mal vorstellen, Hess war sehr alt und sehr einsam. So freut er sich auf jeden Besuch von Mallory. Mallory war da, kann man sagen, Tag und Nacht. Wenn Hess einen Bauchweh hat oder irgendwas, er hat Mallory gerufen. Mallory wohnte 50 Meter entfernt vom Gefängnis und war da innerhalb von 5 Minuten. Die Feste Spandau. Das Ritual der monatlichen Wachablösung. Diesmal gehen die Franzosen und die russische Wachmannschaft übernimmt das Kommando. Zu diesem Zeitpunkt gingen alle davon aus, dass der inzwischen 93-jährige Hess das Geheimnis um die Hintergründe seines Englandfluges mit in sein Grab nehmen würde. Alle humanitären Bemühungen um seine Freilassung waren ergebnislos verlaufen. Bemühungen, die die Engländer, wohl wissend, dass die Russen angesichts des Kalten Krieges einer vorzeitigen Freilassung von Hess niemals zustimmen würden, nach außen hin unterstützten. Und ich habe jahrelang für Hess seine Freiheit plädiert. Und mein Grund war folgendes. Ich habe meine Leute, meine Regierung gesagt, lass dieser alte Mann nach Hause gehen und sterben in aller Ruhe und nicht als Märtyrer im Gefängnis für die Extremisten. Während meiner Zeit, was 8,5 Jahre war als Kommandant, habe ich nach Anordnung von meiner Regierung 2-mal im Jahr, alle 6 Monate, Briefe schreiben lassen. Ein Brief von Frankreich, von England und Amerika, identisch an Moskau geschickt, um für Hess seine Freiheit zu bekommen. Die Russen haben immer Nein gesagt. Hess war der einzige und letzte Gefangene, der seit 1966 in diesem großen Backsteinbau von Spandau saß, als Schirach und Speer, die beide 20 Jahre Haft bekamen, in Nürnberg entlassen worden sind. Von britischer Seite aus lässt sich dokumentarisch festmachen, dass man Ende der 50er Jahre, und zwar war das die Regierung Macmillan, bei der Bundesregierung unter Adenauer eine Initiative startete, die letzten Gefangenen aus Spandau herauszuholen und den Sowjets diesen Vorschlag zu machen. Das Ganze scheitert an Adenauer, der nicht bereit ist, diese Initiative zu unterstützen. Von da an hatten die Briten wohl keinen Versuch mehr unternommen, gegen das sowjetische Veto eine Freilassung von Hess zu erwirken. Die Engländer waren immer Feuer und Flamme dafür. Aber warum? Die wussten, die Russen Nein sagen. Doch dann trat eine Wende ein, mit der niemand gerechnet hatte und die das britische Komplott aufzudecken drohte. Vollkommen unerwartet kündigte der damalige sowjetische Staatschef Gorbatschow an, den greisen Rudolf Hess aus humanitären Gründen bei der nächsten routinemäßigen Wachübernahme durch die Russen freilassen zu wollen. Ein Vorhaben, das Radio Moskau auf Anfragen offiziell bestätigte. Bei den Briten brach Panik aus.
Wie reagierte Rudolf Hess auf diese Nachricht? Oder wurde sie ihm gar verheimlicht? Ich erzähle von dem Plan, das ist so die Sowjetunion, das ist ihm freizulassen. Er hat sich gefreut, als er zu Hause sterben will und einmal dieses Bergen zu sehen, das sagt er mir. Und freut er sich, aber ich denke mir, so durch die lange Gefangenschaft und so, das zeigt nicht, wie wir, das ist ein Zivilrecht draußen so, hurra, super und ich habe geschafft, sondern er sagte, das ist gut. Doch an einem freien Rudolf Hess außerhalb der Gefängnismauern von Spandau war man offenkundig nicht interessiert. Am 17. August 1987 erfährt die Weltöffentlichkeit vom Tode Rudolf Hess. Die ersten Fotos des Toten gehen 4 Tage später durch die Presse. Offizielle Todesursache: Selbstmord durch Erhängen. An der britischen Version der Todesursache Selbstmord durch Erhängen wurden von verschiedenen Seiten Zweifel geäußert. Eugene Bird wies seinerzeit sofort auf die Widersprüche der offiziellen Verlautbarung der Briten hin. Erste Meldung war, dass er tot aufgefunden ist in seiner Zelle. 1,5 Stunden später ist diese Meldung umgeendet und es ist gesagt worden, dass er unterwegs ins Krankenhaus gestorben sei. Das ist wiederum umgeendet, ein paar Stunden später. Und die haben gemeldet, dass er strangulisiert mit einer elektrische Kabel, das er im Garten fand. Und der letzte war, der hat sich aufgehängt mit einer Verlängerungskabel in seine kleine Gartenhaus hinter dem Gefängnis. Ich war sofort skeptisch und ich dachte zuerst, dass die Russen ihn umgebracht haben. Bis ich später gelernt habe, dass an dem Tag Hess starb, gab es keinen Russe im Gefängnis. Der russische Direktor war in Urlaub und kein russischer Wächter, hat Dienst an dem Tag, 17. August 1987. Überlegungen, dass bestimmte Kreise ein Interesse daran haben könnten, auch ihn aus dem Wege zu räumen, beschäftigten Hess übrigens schon kurz nach seiner Festnahme. 1942 bat er den Schweizer Gesandten in London, im Falle seines Todes meine Leiche durch eine internationale Ärztekommission hinsichtlich der Todesursache untersuchen zu lassen. Ja, der Tag lief folgendes am 17. August 1987. Hess ist aufgestanden, 7 Uhr, und Frühstück ist serviert worden, war es in seiner Zelle serviert. Im Zellenblock gab es einen Sanitätsraum für Erste Helfer etc., Notoperation, Kleinigkeiten. Und in diesem Sanitätsraum gab es eine Erste-Helfer-Kit und eine Sauerstoffflasche und eine Maske. Und das war Mallory seine Aufgabe, jeden Tag diese beiden Dinge zu untersuchen. Erste-Helfer-Kit war versiegelt und geplombt. Er untersuchte alles, inklusive dieser Flasche, Sauerstoffflasche, alles in Ordnung. Und dann es gab ein vorhandenes Blatt, wo er unterschrieben hat. Das hat er unterschrieben, alles in Ordnung mit diesen beiden Dingen, 11:05 Uhr. Und wenn ich das Diplom, das ist nicht in Ordnung, muss ich alles melden. Muss ich die 4 Direktoren melden. Muss ich Protokoll schreiben. Und muss ich sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Deshalb, das ist lieber, ich kontrolliere es 2-mal. Das war alles in Ordnung. 15 Uhr nachmittags am 17. August war Mallory in der Esssaal bei der Küche außerhalb des Gefängnisses. Und er bekam einen Anruf von der Chefwächter, der Franzose Adawan. Und Adawan sagte Folgendes: Komm sofort ins Gefängnis, ich befürchte, was Furchtbares ist mit Hess passiert. Ja, bin ich gerannt, bis dann Haupttor des von alliierten Gefängnisses. Ich habe geklingelt, der Herr Müller macht nicht auf. Klingelte und der englische Wächter
hat ihn angeschaut und Folgendes gesagt: Gehen Sie nach Hause, es ist alles vorbei. Was ist alles vorbei? Anruf, ich muss kommen. Verzögerung vor die Haupttour. Ich habe gebeten, trotzdem, Herr Müller, mir die Zellenblock, die Schlüssel hat, die Zellenblock aufzumachen, aufzuschließen, hat er ignoriert. Es kam wirklich zu einer Festung dort zwischen dieser Hauptmann und Mallory. Und endlich hat der Hauptmann ihm, der amerikanische Hauptmann, ihm reingehen lassen ins Garten. Mallory rannte eine Distanz von circa 400 Meter auf einen Pfad um den Gefängnis rum und kam in dieses kleine Gartenhaus, wo Hess war zu dieser Zeit. Ein Weg, das normalerweise unter 5 Minuten gedauert hat, um in dieses Gartenhaus zu kommen. Es hat ihm fast 40 Minuten gedauert, bis er dort ankam. Völlig unerwartet von den Leuten in diesem Gartenhaus. Jordan, der amerikanische Wächter, war mit Hess. Als Mallory ankam, er sah Folgendes. Der Herr Jordan stand da verschwitzt, chaotischer Zustand, Schweißausbrüche. Rechts der Nummer 7, Rudolf Hess, lag auf dem Rücken in die Mitte und zwei uniformierte Soldaten, Uniform, eingetragene Soldaten, so eine amerikanische Uniform, eine große, so dunkle und eine kleine. Erstens habe ich nie gesehen. Zweitens, ich habe schon sehr empört, weil das ist mein Patient lag da, lieblos. Erstens die Frage an Herrn Jordan, ist das Kind und als Wächter, amerikanischer Wächter, was ist denn los? Was ist da los, Herr Jordan? Er antwortet mir ganz klar mit Brünneln, das Schwein ist umgebracht, können Sie nach Hause. Diese beiden Männer hat Mallory nie vorher gesehen oder nachher. Es war auch eine absolute Verletzung der Regeln im Spandauer Gefängnis, dass diese 2 Leute da waren. Da standen wie die Mörder, so gelassene, also nicht Schauspieler, sondern so richtig professionelle Killer. Die standen da, die schauten mich ganz empörend, also die schauten mich, was suchst du denn hier? Wie kommst du hier rein? Mallory schaute ihn mit Entsetzen an, ging sofort runter auf Rudolf Hess und versuchte, ihn zum Leben zurückzubringen durch Mund-zu-Mund-Resuszitation. Hol mir den Erste-Hilfe-Kit im Sanitätsraum. Obwohl Jordan ein Walkie-Talkie, ein Telefon mittrug, er ist selbst hingegangen und hat diese Erste-Hilfe-Kit und diese Sauerstoffflasche mit Maske zurückgebracht. Und diese Kit ist aufgerissen worden und alles, was in dem Erste-Hilfe-Kit war, vernichtet und zerstreut. Es gab auch kein Sauerstoff in dieser Flasche. Das, obwohl Abdul das untersucht hat, 11:05 Uhr, 5 Minuten nach 11, am gleichen Vormittag und alles in Ordnung fand. Ich habe das geprüft morgens, das war alles in Ordnung, das Sauerstoff, wie auch das ist Notfallkoffer, das kann ich beantworten. Ob jetzt zwischengetauscht, die haben das Schlüssel, die können tauschen, aber tauschen oder nicht getauscht, die waren beide defekt. Zum Zeitpunkt seines Todes war Rudolf Hess ein 93-jähriger alter Greis. Viele Leute denken an Hess als junger, dynamischer, sportlicher Mensch. Und das war er. Aber in dem Jahr Hess starb, er war 93 Jahre alt. Hess war ein alter Greis. Er war so gesundheitlich, so angeschlagen. Er könnte zum Beispiel von einer Bank nicht alleine aufstehen. Er könnte seine eigene Schuhbinde nicht zuschnüren.
Wenn er lief im Garten, er lief mit einem Stock und zog sein rechtes Bein hinterher. Es müssten 2 Leute mit ihm mitlaufen, eins links und eins rechts, falls er hinfällt. Er war blind im rechten Auge und er hat nur 1/3 seiner Sehkraft in dem linken Auge. Er litt so unter Arthritis, dass er seine Finger und Daumen nicht auseinander bekommen könnte. Die haben buchstäblich einen Löffel in seine Hand hineintun müssen, dass er essen könnte. Und meiner Meinung nach, was meistens gravierend ist, er könnte nicht einmal seine Ärmel bis zur Schulterhöhe heben. Ja, um sich zu stranglisieren, man muss mindestens so machen können. Und aufzuhängen muss man so machen können, oder? Irgendjemand muss es sagen. Hess ist ermordet worden. Wenn Hess sich ermorden will und kann, er hat A, sein Zelt, wo er schläft, 25 Meter Kabel für eine Plattenspiele. Zweitens seine Lampe, das ist 3,50 Meter circa, befestigt dort. Drittens, wo der Bad, wo ich die Wäsche aufhängt, seine Wäsche ist, hat er 5 Meter. Er hat im Fernsehen, da hat 3 Kabel und die meisten Wächter, die sind nicht da. Die sind einfach wieder betrunken neben ihm und so, die sind nicht wegen ihm zu kontrollieren. Innerhalb der Zellenblock, außerhalb der Zellenblock, die kontrollieren mehr. Wenn er wollte sich umbringen, dann hat er schon längst getan im Gefängnis, in den Zellenblock, nicht außerhalb. Ich sage es und ich sage ganze Welt es, er ist ermordet. Auch die Familie, vor allem sein Sohn Wolf Rüdiger, äußerte erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der 4 verschiedenen offiziellen Selbstmordvarianten. Sie beauftragte den unabhängigen Pathologen Professor Wolfgang Spann, einen der renommiertesten deutschen Gerichtsmediziner, mit einer Nachsektion, einer erneuten Obduktion. Es war eines Nachmittags gegen 5, da saß ich hier im Casino bei meinen Mitarbeitern. Um die Zeit trinkt man gerne eine Tasse Tee. Und da kommt der Anruf, hier ist Rechtsanwalt Seidel, kennen Sie mich? Selbstverständlich, Herr Rechtsanwalt, wir kennen uns doch vor Gericht. Sie müssen mir helfen. Sagt er, sag ich, wieso? Selbstverständlich helfe ich Ihnen. Ich habe eine Leiche hier, können Sie die unterbringen? Sag ich, wer ist es? Sagt er, der ehemalige Reichsminister Rudolf Hess. Sag ich, selbstverständlich. Warum pressiert so, habe ich gesagt. Sagt er, eben erhalte ich im Hotel hier einen Brief des Oberbürgermeisters der Stadt Fürth, in dem ich aufgefordert werde, die Leiche, die wir hier am Friedhof deponiert haben, so rasch als möglich wegzubringen. Ich habe zunächst einmal mein Erstaunen über dieses Vorgehen zum Ausdruck gebracht, habe gesagt, bringen Sie mir die Leiche, und dann fragt er mich, brauchen Sie die Genehmigung des Bürgermeisters? Sag ich, brauche überhaupt keine Genehmigung, Hausherr bin ich. Bringen Sie die Leiche, ich werde den Herrn Oberstaatsanwalt selbstverständlich verständigen, dass er informiert ist, was los ist. Und dann sagt er, ich beauftrage Sie im Namen der Angehörigen, die Sektion durchzuführen. Wann können Sie das tun? Dann habe ich gesagt, morgen früh um 9 Uhr. Wann können wir die Leiche bringen? Die ganze Nacht. Der Nacht ist es informiert. Wir haben dann nach meinem Rückruf mit dem Oberstaatsanwalt, hier mit dem leitenden Oberstaatsanwalt, einen Halbzug Polizei bekommen, um gewissen Schutz zu haben. Man weiß ja nie, was bei solchen politischen Dingen mal plötzlich passiert. Dieser Halbzug wurde hier untergebracht. Im Laufe der Nacht ist die Leiche eingeliefert worden und am Morgen des folgenden Tages um 9 Uhr, wie verabredet, haben wir die Leichenöffnung durchgeführt. Dazu ist zu sagen, die Leiche war bereits vorseziert. Und was ich nicht einen besonderen Akt der Fairness empfunden habe, dass man uns auf wissenschaftlicher Ebene nicht eine exakte Vorgeschichte gegeben hat. No comment hat es geheißen, und wir wussten also gar nicht, was, wie und wann, wo gewesen sein soll. Wir haben lediglich die Leiche gehabt mit einer ganz kurzen Beschreibung, die mit dem Stromkabel, bei dem das Stromkabel eine Rolle spielt. Wir haben zunächst die Leiche äußerlich sehr eingehend besichtigt, und da kam es natürlich als wesentlichster Befund auf die sogenannte Strangmarke, wie wir sagen, an.
Und dazu muss man wissen, es gibt zwei typische Formen von Erhängen, das typische und das atypische Erhängen. Beim atypischen läuft die Strangfurche hier und auch der Strick läuft gleichmäßig parallel ansteigend mit dem höchsten Punkt im Nacken, steigt also nach oben an. Die Furche lief hier horizontal im Nacken, bestand gar kein Zweifel, das haben wir auch fotografisch gesichert. Der Verlauf der zitierten Strangmarken am Hals von Rudolf Heß. Damit scheidet ein typisches Erhängen aus. Es scheidet unter Umständen nicht aus, ein atypisches am Boden liegend, aber so, wie uns mitgeteilt wurde, wie es gewesen sein soll, dass er sich am Kabel erhängt hat, kann es sicher nicht gewesen sein. Mit dem Stromkabel kann er sich selbst nicht erdrosseln. Sie können sich vielleicht selbst erdrosseln mit einem Bademantelgürtel, weil hier mit dem Bademantelgürtel, wenn ich selber zuziehe, dann durch den Zug, diese Noppen, die auf dem Bademantelgürtel sind, die verklemmen sich unter Umständen, dass der Zug geschlossen bleibt, auch wenn meine Zugkraft nachlässt. Ein Elektrokabel wird immer rutschen, wird immer aufgehen. Mit dem können Sie sich nicht selbst erdrosseln. Unmittelbar nach dem Tod von Rudolf Heß fand eine gründliche Spurenbeseitigung statt. Nur 24 Stunden später wurde das Gartenhaus, der Fundort der Leiche, abgetragen. Eine Woche danach rissen Bagger die historische Festung Spandau Stein für Stein ein und machten sie dem Erdboden gleich. Der Schutt wurde abtransportiert und an einem unbekannten Ort vergraben. Bilder vom Abriss der Feste, gedreht unter schwierigsten Verhältnissen. Das Filmen während der Abrissarbeiten, die von bewaffneten Posten überwacht wurden, war seitens der Briten strengstens verboten. Peter Padfield, der renommierte britische Historiker und Heß-Biograf zum Fall Heß. Ich denke, dass das Urteil und das Schicksal von Heß äußerst ungerecht waren. Denn ganz offensichtlich hatten weit mehr Leute, sowohl auf alliierter als auch auf deutscher Seite, größere Schuld auf sich geladen. Ihn sein Leben lang dafür einzusperren, ist schlichtweg unerklärlich. Und es kann nur durch die Tatsache erklärt werden, dass irgendetwas vertuscht werden musste. Ich weiß nur nicht, was vertuscht werden sollte. Das ist eine ungeheure menschliche Tragödie, die sich da vollzieht. Jenseits aller großen politischen Spekulationen und Geheimdienstintrigen ist das eine menschliche Tragödie, die auch einen Forscher wirklich anrührt und die fast unbegreifbar ist in unserer modernen Zivilisation. War es Churchills Friedensfalle, mit der die Chance auf ein vorzeitiges Ende des Zweiten Weltkrieges bewusst vertan wurde? Martin Allen hat mit seinen sensationellen Aktenfunden das vielleicht letzte große Mysterium des Zweiten Weltkrieges, den Englandflug von Rudolf Heß am 10. Mai 1941 gelöst. Wenn es tatsächlich stimmt, dass der britische Geheimdienst Heß nach England lockte, um die deutschen Friedensbemühungen zu torpedieren und den Krieg auszuweiten, wird auch verständlich, warum die eigentlichen Heß-Akten noch immer der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Fragen, die ihre endgültige Antwort erst dann erfahren, wenn die britischen Akten im Jahre 2017, rund 80 Jahre nach den Ereignissen, der Forschung zur Verfügung gestellt werden.